wenn ich ein Buch schreibe. Das ist natürlich noch viel interessanter. Ne? Das waren Tuning-Tipps. 1000 Lobreden. Das ist jetzt wirklich günstig, dann kauft das keiner. Alle wollen wissen, ob es auch so ist. Ne? Ja, 1000 Verrisse. Total Spaß hier, Autos dissen. Das wird ein Bestseller. Aber jetzt geht. So, jetzt haben wir endlich ein Barndoor und direkt auch ein Samba Barndoor. Zwar nur ein 54er, aber immerhin. Und natürlich wieder aus Schweden. Das Auto ist sehr durch die Presse und durchs Internet gegangen im vergangenen Jahr. Ich habe das auch verfolgt. Die ganze Patina, die da jetzt drauf ist nicht echt. Die ist künstlich hergestellt. Ist auch ein faszinierender Job. Weil der Motor. Das hier ist der Organisator der Show, der nette Nils Timmermann. Und hier hacken wir schon Pläne aus für die große Barndoor-Show, die hier in 2023 an gleicher Stelle stattfinden wird. Ja, so muss das sein auf einer Benelux-Show. Eine Musik wie auf dem Rummelplatz und der Nils hat richtig tolle Autos aufgefahren. Jetzt gehen wir mal rund. Ich habe ihn gestern das erste Mal auf der Autobahn gehabt und er fährt sehr deutlich über Tachoende. Also das ist alles gut. Die stehen so alle in einer Reihe. Die ganzen 3 PS-Motoren sind alle unterschiedlich gebaut. Alle unterschiedlich gebaut. Das ist so der Reiz. Ne? Der andere macht Kneckfilter drauf, der eine macht Ölbadfilter drauf. Das sind halt die alten Konzepte. Martin, das ist, wenn du eine scharfe Beifahrerin hast, ne, dann reichst du dir so diesen Gurt drüber, da stehen ja Frauen drauf, ist ja ein kleines bisschen Sicherheit. Ne? So, und dann hat er da so einen geheimen Knopf von dem, siehst du den da, neben der Lenksäule. Und damit zieht er den Gurt hydraulisch so fest, dass sie in die zack, ne, eingebauter Liegesitz, genau. Ne? Und dann hast du sie erstmal flach und zweitens fixiert. Fixiert. Fixiert? Dann lass uns danach mal suchen. Aber 12 Volt. Ich meine, dann kannst du ja auch direkt ein Smartphone benutzen. Ja? Ich meine, wie unsportlich ist das denn? Was soll das? 6 Volt sind geholt. Das Wichtigste ist ja, also was das Auto so richtig disqualifiziert, ist natürlich, dass die Haube nicht steht. Ich meine, er steht nicht von allein. Er braucht eine Ständerhilfe. Da weiß also, ne, aber 12 Volt, ne, und Tussi Flachlegemechanik. Ein hübscher Koffer. Gut. Für die Tussi. Total Spaß hier, Autos dissen. Das bringt. Das ist aber negatives Marketing, ist kein gutes Marketing. Wie sagte Reich Ranicki, wenn ich ein Buch schreibe, 1000 Lobreden, dann kauft das keiner. Wenn ich ein Buch schreibe, 1000 Verrisse, das wird ein Bestseller. Alle wollen wissen, ob es auch so ist. Ne? Ja. So, dann ist das berühmte Bulli-Sondermodell Charles Bukowski. Das war eine Mehrausstattung 1967, speziell für Kalifornien. Wisst ihr Bescheid? Die Zukunft ist da. Die Zukunft ist da. Das ist das hässliche Gesicht der Elektromobilität. So sieht das aus. Wenn wir gewissen Leuten die Zukunft überlassen, wer will denn so einen Motorraum? Es ist zum Heulen. Allerdings bekommst du Gepäck noch rein. Was für Gepäck? Kannst du 2 Koffer noch nebenstellen. Was für Gepäck nehmen Leute mit, die sich so ein Ding zulegen? Ich glaube eher, da kommt dann ein riesengroßer benzingetriebener Dildo rein, den sie dann mit so einem Anziehmechanismus, und der wird dann mit 2 Takter betrieben. Der passt da genau rein. Ich sag's euch. So, ich soll ja mal ein Auto loben. Das ist ein ganz wunderbarer Barndoor-Bus. Das ist der Bus von Klaus Missing.
Und der ist wirklich, wirklich, wirklich gut gemacht. Der ist wirklich auch bis in die Details sehr, sehr original geworden. Ist ein 51er, soweit ich weiß. Und super finde ich auch die Kennzeichen. BR steht für Britische Zone Rheinland. Und er hat natürlich keine Siegel drauf. Ist das wieder ein Auftrag für unsere Designabteilung? Ein paar Siegel. Oh, jetzt habe ich aber was entdeckt. Verdammt, ich wollte gerade loben, aber Klausi Mausi hat leider die falschen Scheinwerfer. 2 Nieten und original wäre es mit einer Niete. Das gibt krasse Abzüge in der B-Note. Wurde nichts mit dem Auto. Nein, ist ein super Auto. Ich habe auch viel dran abgeguckt für den Samba. Der hat ja hier in der Almighty den Bus so schön von unten abgebildet. Und das war in der Tat die Vorlage für die Chassis-Restauration vom Samba, weil das da so toll abgebildet ist. Super Auto. Was haben wir hier? Ein 67er Käfer in Rubinrot. Ja. Kanu-Design. Stoßfänger entfernt. T-Bones angebracht, wie man die früher genannt hat. Wofür sind die gut? Als Stoßfängersatz, weil die Amerikaner mussten einen Aufprallschutz haben. Das war Pflicht. Das ist doch nur dafür da, um irgendjemandem die Knie zu brechen. Aber weißt du, was wirklich gut ist? Der Schriftzug VW 1500, das ist ein Ding, das habe ich 1993 gefunden, das Originalwerkzeug beim Hersteller. Und ich war stolz wie Bolle, weil es die erste Produktion war auf Originalwerkzeug, was dann nach 30 Jahren wieder losging. Hat sich auch sehr gut verkauft. Alle von mir. First Item. Bitte? Dein allererstes Teil. Das Konzept auf Originalwerkzeug wieder gekauft. Das ist ein Bahndor-Bus, wie er sein soll, bis auf die, Gott sei es geklagt, diese furchtbare Tieferlegung muss wohl sein. Aber ansonsten ist er ja außerordentlich stylisch geworden. Ein ehemaliges Polizeifahrzeug, jetzt zum Säufermobil und ein bisschen Porno dazu, ist ein schlüssiges Konzept, würde ich sagen. Ja. Ein Mini-Puff auf Rädern. Clarkson und Mays Albtraum. Ne? A, ein Käfer und B, ein Camper. Holländischer Wohnwagen. Ein holländischer Camper. Ne? Also ich sehe ihn schon bei Top Gear, wie er da geroastet. Da bin ich ja total harmlos. Nee, also stimmt, hat ja was. Ne? Ja. Wie sagst du, das sieht aus wie ein Autoscooter, Jan. Unglaublich. Ja, ja. Also mir gefällt es gut, also vor allen Dingen der Gonzo, der ist natürlich sensationell. So, jetzt guck dir das mal an. Was würdest du glauben, wofür ist dieses Ding, was da mit dem zweiten Keilriemen angetrieben wird? Also es ist tatsächlich was total Spannendes. Es ist ein sogenannter Judson-Kompressor. Da wird über diesen Keilriemen oben dieser Kompressor angetrieben. Der nimmt sich Luft und drückt die Luft mit Gewalt in den Ansaugtrakt. Eine sehr brachiale Methode, um dem Motor zu mehr Leistung zu verhelfen. Es erhöht natürlich die Leistung, und zwar sehr signifikant. Es erhöht den Spritverbrauch und es senkt die Lebensdauer des Motors. Wahnsinnig teuer damals, wahnsinnig teuer heute, noch viel teurer und sehr begehrt und macht einen vulgären Spaß zu fahren. Nee, den würde ich jetzt zu sehr roasten. Machen wir lieber nicht. Hey. Eric. Hey. Hello. How you doing? Good. Beautiful day. Yeah. You like it? Das ist Eric, auch ein sehr netter Kollege, der tatsächlich einen 50er Bus hat, den er sehr, sehr aufwendig restauriert. No, you're Bandor. I'm a Bano. Yeah, no, it's not finished. It's still busy, like yours. I need to go. Okay. Und so langsam ist es Mittagszeit. Wir reden noch mit ein paar bekannten Freunden hier. Das ist der Kollege von BBT. Er hat das Bier schon in der Hand. Es wird Zeit fürs Leckermittagessen und
da gehen wir doch mal in Holland in den nächsten Supermarkt und gucken, was die lokale Fischtheke zu bieten hat. Das machen wir im nächsten Teil, denn wenn wir schon mal hier sind, dann muss man natürlich auch die Spezialitäten des Landes austesten. Ja, hier mit meiner Bordeaux-Rose. Okay, ist es tiefer? Nein, Nicht? nein, nicht tiefer. Ich 6 am Volt? Anfang noch 6 Volt.